Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video, in dem es um eine Reihenschaltung geht, die nicht so ganz einfach zu berechnen ist. Die Reihenschaltung besteht aus den beiden Widerständen Ri und Ra. Der Widerstandswert Ri ist bekannt, von Ra ist allerdings der Widerstandswert nicht bekannt. Es ist aber bekannt, welche Leistung dieser Widerstand abgibt. Ebenfalls bekannt ist die Spannung, an der diese Reihenschaltung liegt. Gegeben sind also die Werte U, Ri und Pa. Sofern ich diese Werte, die hier angegeben sind, zugrunde lege, gibt es zwei Lösungen, nämlich einmal Ra1 gleich 2,882 Ohm und Ra2 gleich 0,0867 Ohm. Im letzten Video habe ich gezeigt, dass diese Gleichung eindeutig zu der Lösung führt, das heißt sogar zu beiden Lösungen führt. Eine quadratische Gleichung ist jetzt zwangsläufig erforderlich, da es zwei Lösungen gibt. In diesem Video werde ich nun zeigen, wie man mit Hilfe dieser Gleichung diese beiden Lösungen ermittelt, allerdings unter der Voraussetzung, dass man diese drei Größen tatsächlich kennt. Im darauf folgenden Video werde ich eine allgemeingültige Formel herleiten, mit der ich diese Gleichung lösen kann. In diesem Fall ist es aber so, dass ich tatsächlich diese Werte konkret kenne und damit diese beiden Werte für Ra ermitteln möchte. Man nennt diese Vorgehensweise numerisch, da man tatsächlich anhand vorgegebener Werte diese Lösung ermittelt. Bei der ersten Variante, die ich hier zeige, werde ich den sogenannten Solver des Casio FX991DE benutzen. Der Vorteil dieser Verfahrensweise liegt darin, dass es relativ einfach ist, auf die Lösung zu kommen. Ein Nachteil liegt allerdings darin, dass zunächst nur eine Lösung ermittelt wird und man schon genau wissen muss, dass es zwei Lösungen gibt, um dann sicher auf die zweite Lösung zu kommen. Um das Ganze anzuwenden, setze ich zunächst in die ermittelte Formel alle Werte ein, die ich kenne. Tatsächlich ist der Solver im ganz normalen Rechenmodus anwendbar. Der Taschenrechner muss also nicht aus der Grundeinstellung heraus verstellt werden. Ich kann die Gleichung, so wie sie hier steht, direkt eingeben. Allerdings ist dieses Gleichheitszeichen nicht an dieser Stelle zu finden, sondern auf dieser Taste, rot markiert. Ich gebe nun also die Gleichung direkt ein, ohne dass ich irgendetwas umstellen muss. Ich gebe ein 10 gleich, das Gleichheitszeichen finde ich hier, Klammer auf, Bruchstrich 6,3, 0,5 plus, und nun muss ich die Variable eingeben, die ja hier mit Ra bezeichnet wird, auf dem Taschenrechner allerdings x heißt. Dieses x finde ich an dieser Stelle. Ebenfalls wieder Alpha, x, Klammer zu, das Ganze zum Quadrat, mal, und hier steht wiederum die unbekannte x, Alpha x. An dieser Stelle darf ich nun nicht dieses Gleichheitszeichen betätigen, da dann versucht wird, das Ganze auszurechnen, was allerdings unmöglich ist, denn es soll ja der Solver angewendet werden. Den Solver finde ich an dieser Stelle und erreiche ihn, indem ich Shift Solve betätige. An dieser Stelle werde ich nun aufgefordert, einen Startwert einzugeben. Das Ganze funktioniert nun so, dass der Taschenrechner zunächst die 0 hier einsetzt und dann nachschaut, ob denn beide Seiten gleich sind. Ist das nicht der Fall, so probiert er einen in der Nähe von 0 liegenden Wert. Der Startwert ist also vorzugeben. Wenn ich x gleich 0 vorgebe und nun das Gleichheitszeichen betätige, liefert er mir die eine Lösung, nämlich 0,0867 Ohm. Er vergleicht außerdem die linke mit der rechten Seite und stellt fest, dass es keine Differenz gibt, das heißt, diese Lösung ist hundertprozentig richtig. Allerdings liefert mir der Taschenrechner auf diese Weise nur einen einzigen Wert. Wenn ich nun wieder das Gleichheitszeichen hier unten betätige, kann ich einen neuen Startwert vorgeben. Wenn ich nun zum Beispiel minus 100 vorgebe, gleich
wird es ein wenig dauern und ich bekomme wiederum den gleichen Wert geliefert. Wenn ich nun einen Startwert wähle, der näher an der zweiten Lösung liegt als an der bereits ermittelten Lösung, werde ich auf diese Weise die zweite Lösung ebenfalls ermitteln können. Ich betätige wieder das Gleichheitszeichen, gleich, und siehe da, der zweite Wert mit 2,8822 Ohm ist richtig ermittelt worden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist natürlich, dass ich tatsächlich durch Ausprobieren des Startwertes sicherstellen muss, dass ich wirklich beide Lösungen ermittelt habe. Wenn es aber tatsächlich darum geht, nur diese beiden Werte zu ermitteln, sollte man den Solver durchaus in Betracht ziehen, auch wenn dieser Nachteil besteht. Denn der folgende Weg, den ich nun zeigen werde, ebenfalls mit dem Casio, wird zwar sicher beide Lösungen liefern, allerdings sind erhebliche Vorbereitungsarbeiten dafür erforderlich. Ich werde nun zeigen, wie man eine geeignete Funktion des Taschenrechners verwenden kann, die ganz sicher beide Lösungen liefert. Allerdings muss dazu die Formel, die ich hier anwenden möchte, nämlich diese Formel, in die ich ja bereits Werte einsetze, in eine bestimmte Form gebracht werden, nämlich a mal x² plus b mal x plus c. Dazu muss ich nun hergehen und diese Formel ein wenig umstellen. Ich werde das hier anhand der Formel durchführen, in die bereits Werte eingesetzt worden sind, weil es doch einfacher ist, als das Ganze hier in der Formel durchzuführen, in der noch keine Zahlenwerte stehen. Ich werde das Ganze nun relativ kleinschrittig erklären, damit Sie der Sache auch dann folgen können, wenn Sie das Umstellen von Formeln nicht so sehr gewohnt sind. Hier sehen wir nochmal die Formel mit den eingesetzten Werten, so wie wir das ja auch vorhin beim Solver angewendet haben. Jetzt allerdings muss ich das Ganze umstellen. Dazu löse ich hier im ersten Schritt einfach das Quadrat auf. Denn wenn ich diese Klammer hier wegnehme, muss ich sowohl den Zähler quadrieren als auch den Nenner. Anschließend multipliziere ich beide Seiten der Gleichung mit diesem Ausdruck, der hier im Nenner steht, wodurch dieser Ausdruck auf der rechten Seite verschwindet und auf der linken Seite hier im Zähler auftaucht. Ich dividiere nun beide Seiten der Gleichung durch 10, sodass ich diesen Faktor auf der linken Seite loswerde. Er taucht dann auf der rechten Seite an dieser Stelle wieder auf. Hier handelt es sich jetzt aber um eine reine Zahl, die ich an dieser Stelle noch nicht ausrechne. Im nächsten Schritt möchte ich nun diese Klammer auflösen. Das ist auch unbedingt erforderlich, denn ich muss ja das Ganze in eine Form bringen, bei der RA mit einer Zahl multipliziert wird und nicht so wie hier sich innerhalb einer Klammer befindet, die dann quadriert wird. Schaue ich mir diese Klammer genau an, so sollte mir auffallen, dass zum Auflösen dieser Klammer eine binomische Formel angewendet werden kann. a plus b in Klammern zum Quadrat ist nämlich gleich a² plus 2ab plus b². Diese Regel kann ich nun direkt auf diese Klammer anwenden. 0,5² plus 2 mal 0,5 mal RA plus RA². Die rechte Seite ist zunächst gleich geblieben. In der vorgegebenen Form soll auf der rechten Seite eine 0 stehen, daher muss ich diesen Ausdruck auf die linke Seite schreiben. Das geschieht dadurch, dass ich von beiden Seiten der Gleichung genau diesen Ausdruck abziehe, sodass die rechte Seite zu 0 wird und dieser Ausdruck auch von der linken Seite abgezogen wird und hier mit dem Minuszeichen erscheint. Wir sehen, dass der Faktor vor RA² 1 ist. Das kann man also so stehen lassen. Wir sehen aber weiterhin, dass RA noch zweimal auftaucht und das Ganze muss nun einfach quasi sortiert werden, indem ich hier das RA ausklammere. RA² bleibt also stehen und an dieser Stelle ist nun der Faktor 2 mal 0,5 und der Faktor minus 6,3² durch 10 ausgeklammert worden, sodass RA nur noch mit dieser einen Zahl multipliziert wird. Außerdem taucht hier noch die 0,5 zum Quadrat auf.
Das ist schon fast die Form, wie ich sie benötige. Um mir das Ganze beim Eingeben in den Taschenrechner etwas einfacher zu machen, habe ich nun zunächst diesen Wert einmal berechnet. Das ist ja eine reine Zahl, die da rauskommt. Das sind minus 2,969 und 0,5 Quadrat ist 0,25. Auf diese Weise kann ich nun diese Gleichung direkt in den Taschenrechner eingeben und der Taschenrechner wird mir daraufhin beide Lösungen präsentieren. Hier sehen wir also die Formel, die ich in den Taschenrechner eingeben muss. Dazu muss ich im Menü das Eingeben von Gleichungen anwählen, an dieser Stelle Gleichheitszeichen. Es handelt sich um eine Polynomgleichung, nicht um ein Gleichungssystem, also betätige ich die 2. Es handelt sich um eine Gleichung zweiten Grades, weil die Unbekannte quadriert wird und nicht etwa hoch 3 oder hoch 4 genommen wird. Also kann ich hier 2 eingeben. Hier wird mir die Form präsentiert, man sieht das auch hier, a mal x Quadrat plus b mal x plus c. Ich muss nun also a, b und c eingeben. Die unbekannte x entspricht ja hier meinem RA, die wird hier mit dem Faktor 1 multipliziert, also muss ich zunächst eine 1 eingeben. 1 gleich. Die 1 taucht auch hier jetzt auf. Nun muss ich b eingeben, das sind diese minus 2,969 minus 2,969 Gleichheitszeichen und hier steht minus 2,969. Und schließlich muss ich noch die 0,25 eingeben, 0,25. Kann jetzt das Gleichheitszeichen betätigen zur Übernahme dieses Wertes. Und wenn ich nun ein weiteres Mal das Gleichheitszeichen betätige, taucht hier die erste Lösung auf. x1 ist gleich 2,8822. Betätige ich die Taste ein weiteres Mal, so taucht die zweite Lösung auf, 0,0867. Sie haben nun 2 Wege kennengelernt, wie ich numerisch, das heißt durch Anwendung konkreter Zahlenwerte, beide Lösungen ermitteln kann. Viele Taschenrechner sind heute dazu in der Lage, numerisch solche Werte zu ermitteln. Nachteilig bleibt allerdings dabei, dass ich keine geschlossene Formel bekomme, aus der ich möglicherweise auch Konsequenzen ziehen kann, sondern mir nur konkret diese Werte berechnet werden und ich diese Berechnung natürlich, sobald sich die Zahlenwerte ändern, nochmals vollständig durchführen muss. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie man hieraus eine Formel ermittelt, die allgemeingültig den Wert von RA berechnet. Ich würde mich natürlich jetzt schon über einen Daumen hoch sehr freuen und natürlich noch mehr über ein Abo und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.